Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und aus dem Zentrum der Schöpfung heraus zu entfalten, was in euch ruht, was in dir liegt, was du bist. Die Wahrheit, die Weisheit, die aus jedem Ausdruck deiner selbst spricht, die sich Raum verschafft, Wege verschafft, um frei und vollkommen sichtbar vor dir zu liegen und bewusst in dir zu ruhen. Wir möchten hier zunächst einmal Bezug nehmen auf die Balance zwischen dem, was du fühlst zu sein, als die Seele, die du bist, die Feinstofflichkeit, die Jenseitigkeit, das Allumfassen, das du bist, das alles Sein, was ist. Und auf der anderen Seite dem, was dich umgibt, was du getrennt von dir fühlst, dem, was sich anfühlt, als würde es auf dich wirken, auf dich einwirken, dich beeinflussen und mitunter gar begrenzen. Du bist durch alles hindurch das Einzige, was ist, und das ist die Liebe. Erlaubst du diese Liebe in allem für dich sichtbar zu sein, fühlbar zu sein, bist du vollkommen frei. Dies ist die Freiheit, die Befreiung der Seele, von der bereits über Milliarden von Jahren die Meister, die Erkenner, die stillen Weisen berichtet haben. Die Befreiung ist das Erkennen der Liebe in allem, in dir, in jedem Ausdruck. Erkennst du diese Liebe, kannst du Bezug auf diese Liebe nehmen, kannst du diese Liebe direkt adressieren. Bedeutet, dass du stets und ständig die Möglichkeit hast, deinen Fokus auf die Trennung zu legen, deinen Fokus auf diese andere Farbe, diese Farbe, die nicht die Farbe ist, die du primär gewählt hast. Du kannst den Fokus auf die Andersartigkeit dieser Farbe legen, die sich dir zeigt, als anders als du selbst. Du kannst auch den Fokus auf das Licht legen, dessen diese Farbe ein Bestandteil ist. Legst du den Fokus auf das Licht, dessen diese Farbe ein Bestandteil ist, spürst du, dass du selbst auch Bestandteil des Lichts bist mit deiner Farbe. Und so ist dir das Einssein die Erfahrung. Wir inspirieren euch also dazu, den Fokus auf das Licht zu legen. Das Licht gefühlt in deinem Herzen ist die Liebe. Legst du also den Fokus auf das Licht, auf die Liebe, so begegnet dir alles als Liebe. Selbst der größte Schicksalsschlag ist reiner Ausdruck von Liebe. Er mag sich in einer Form, in einer Farbe ausdrücken, die nicht aussieht wie Licht. Denn es ist ja
in Trennung gebrachtes Licht, gebrochenes Licht. Und doch ist es ein reiner Ausdruck von Liebe. Du magst nun fragen, wo liegt dort die Reinheit, wenn es doch ein Schicksalsschlag ist, wenn es doch Schmerz mit sich bringt, wenn es doch Begrenzung ist, sich nicht so frei, so leicht, so Licht anfühlt wie Licht, sich nicht so liebevoll anfühlt wie Liebe. Die Reinheit ist nicht gemindert durch ihren Ausdruck. Die Reinheit ist allein gemindert durch jenen, der sie nicht anerkennt. Erkennst du die Liebe in etwas nicht an, so ist dein Zustand in seiner Schwingungsfrequenz beeinträchtigt und wir sagen das frei von Wertung. Erkennst du das Licht nicht an in diesem Ausdruck, in diesem Schicksalsschlag, so ist deine Frequenz nicht im Erlauben des Lichts, sondern im Fokussieren der Trennung. Du hast also so unendlich viel mehr Kraft in dir, glücklich zu sein, frei zu sein, Liebe zu leben, Liebe zu erleben, Liebe zu erkennen in allem, was ist und damit alles in Liebe zu leben. Damit Liebe zu leben, damit dich in deiner reinsten Form zu leben. Du hast diese Kraft, diese Macht in dir. Es ist eine Macht, die jenseits aller Machthaberei ist, die niemals andere Menschen sich untertan zu machen sucht, denn sie weiß, sie ist dieser andere Mensch. Sie weiß, sie kann sich nicht erhalten und behalten, indem sie sich trennt von dem, was sie auch ist. Sie bleibt rein, indem sie sich in allem erkennt. Sie verunreinigt sich und auch hier sprechen wir dies frei von Wertung, indem sie anderes abgrenzt von dem, was sie wirklich ist. Du bist nicht dieses eine, was die anderen nicht sind. Du magst dich anders fühlen als die anderen. In diesem dich anders fühlen als die anderen erschaffst du die anderen als anders als dich. Wir sagen, jeder ist auf seine Weise in der dreidimensionalen Welt intendiert, individuell, intendiert diese Farbkombination der Perfektion. Doch diese Farbkombination der Perfektion ist nur vollkommen im Erkennen dessen, woraus sie ist, was sie wirklich ist. Das Licht selbst, das alle Farben enthält. Die Harmonie der Welt entsteht aus all den Farbkombinationen, die sich vereinen in das Licht, die aus dem Licht hervorgehen, die nicht suchen, kontrolliert sich zusammenzufügen auf göttliche Weise durch menschliche Hand, die wissen, dass sie bereits zusammengefügt sind auf göttliche Weise durch göttliche Hand. Erkennst du deine Hand als göttlich, so ist das, was du tust, nicht mehr Menschenhand, sondern göttliche Hand. So kannst du alles, was durch diese deine göttliche Hand geschieht, annehmen als göttlich. Es gibt keine Schuldzuweisungen mehr, es gibt keine Reue mehr, es gibt keine Wertung mehr, es gibt einzig und allein Göttlichkeit. Deine Göttlichkeit im vollen Erlauben erschafft
deine Freiheit des vollen Liebens. Im vollen Lieben bleibst du in dir sicher, stark und zentriert. Du strebst nicht danach, den Erwartungen der anderen zu entsprechen. Du kannst sagen, was dein Herz dir vorgibt, denn du fühlst, was für dich am besten ist. Schwimmst nicht in dem Strom der anderen mit, seien sie noch so liebenswert, seien sie noch so wohlwollend. Du erlaubst dir dein individuelles Strahlen aus deinem Moment heraus. Indem du dies praktizierst, ergibt sich die Vollkommenheit der Harmonie. Jeder, der einst in einem Kanon gesungen hat, weiß, wie leicht es ist, in eine andere Stimme hineinzurutschen. Weiß, wie gut es sich anfühlt, in dieser anderen Stimme zu sein, einst hineingerutscht. Doch weiß er auch, was für einen Wohlklang es ergibt, wenn er in der eigenen Stimme verweilt, aus seiner Klarheit heraus die eigene Stimme singt und somit sich der Harmonie, die darin ist, ergibt. Es braucht mehr Mut als Kraft, in dieser eigenen Stärke zu sein, die eigene Stimme zu singen, bei all dem Wohlklang der anderen Stimmen, sich nicht unterzuordnen, sich nicht überzuordnen, zu vertrauen darauf, dass durch die anderen ebenso viel Weisheit, ebenso viel Vollkommenheit, ebenso viel Harmonie strömt, wie durch sich selbst. Die Welt in ihrer Vollkommenheit erkennen bedeutet, sich selbst in seiner Vollkommenheit zu erlauben, dich selbst in deiner Vollkommenheit zu erlauben und die anderen in ihrer Vollkommenheit zu sehen, zu erkennen, zu wissen. Und ebenso viel Vertrauen in ihre Vollkommenheitsweise zu fühlen, wie das Vertrauen in das eigene Vollkommensein. Nimmst du also wahr, dass die anderen nicht kontrolliert werden müssen durch dich, dass die anderen nicht außerhalb von dir nicht wahrnehmen können, was gut und richtig, besser und wichtig ist. So kannst du genießen, was durch dich hindurch geschieht, auf gleiche Weise, wie du genießen kannst, was durch den anderen, die anderen hindurch geschieht. Es ist ein vollkommenes Spiel, eine Sinfonie, wo du mal diese, mal jene Stimme hörst, mal diesen Klang besonders genießt, mal jenen, mal dieses Instrument besonders als Wohltat deiner Seele erlebst, mal jenes. Du kannst alles in seinem vollkommenen Zusammenklang genießen, erlauben, erleben, ohne Einfluss zu nehmen, ohne zu kontrollieren. Ergibst du dich selbst der Stimme deines Herzens, den Impulsen, die aus deinem Diamanten kommen, so fällt es dir leicht, dies auch im anderen zu sehen, zu wissen. Und selbst wenn es noch ein Vertrauen und kein Wissen ist, diesem Vertrauen Raum zu geben.
Dies ist die wahre Balance zwischen Innen und Außen. Es gibt nur das Innen, das erlaubt wird in allem. Erlaubst du dein Innen auf vollkommene Weise und folgst nur und einzig und allein den Impulsen deines Herzens, stellst es immer über alles, was an Angeboten da ist, sodann wirst du erkennen, dass du auch im anderen diese Weisheit, diese Wahrheit, dieses Erkennen, dieses Geführtsein erlauben kannst, ohne dich in der Verantwortung zu sehen, darauf einzuwirken. Die Balance also zwischen Innen und Außen, zwischen dem Seelenweg und dem, was dich umgibt, ist das tiefer und tiefer in das hinein erlauben, was sich um dich herum sortiert, durch dein Liebefrequenzsein. Das Außen ist kein von dir getrenntes Existieren. Das Außen sortiert sich durch deine Frequenz. Ist also deine Frequenz in ihrer Selbstverständlichkeit des Diamanten, der Göttlichkeit, der Liebe, des Lichts. So findet sich in deinem Außen der Ausdruck eben jener Liebe, jenen Lichts, jenes diamantenen Seins, jener Göttlichkeit. Du findest dich geführt und gestärkt und gestützt durch das Außen, begleitet, umsäumt von all diesen wundervollen Erlebnissen, von diesen wundervollen Menschen, von diesen wundervollen konzeptuellen Unterstützungen, seien es tägliche Routinen, seien es tiefe, Wissensebenen, die dir erlauben zu fühlen, dass alles um dich herum für dich und somit für alle geschieht. Gedankengänge, Gedankentiefen der Wahrheit, die dich schauen lassen, wie dich alles unterstützt, wie alles dazu beiträgt, dass du jede Erfahrung, die du noch suchst, dir zuteil wird, dass du vollkommen im Wohlklang mit allem bist. Wir möchten hier auf die körperliche Komponente deines Seins eingehen. Hier gibt es die sehr dichten Elemente des Körpers, die Knochen, dein Wirbelkanal, der je mehr du nach innen gehst, nicht dicht ist, sondern weich und sehr hochfrequent in seiner Beschaffenheit. Auch hier ist der Diamant deine Unterstützung. Das, was hart scheint, ist der Schutz dessen, was in seiner Verletzbarkeit von dir getragen wird. Der Wirbelkanal, die Wirbelsäule, der Knochenapparat, alles wirkt auf vollkommene Weise zusammen, um dich in deiner Haltung sein zu lassen. In erster Linie jedoch ganz gleich,
wie dicht die Materie, wie flüssig die Materie deines Körpers. Knochen, Blut, Mark, Gewebsflüssigkeit, Knorpel, ganz gleich, wie dicht beschaffen. Jede deiner körperlichen Ausdrucksweisen ist Ausdrucksweise deiner Frequenz. Wir sagen hier nicht, dass du an deinem Körper lesen kannst, wie nicht hochfrequent du bist, wenn du dieses oder jenes an Zipperlein hast. Wir sagen hier, dass dein Körper auf vollkommene Weise mit deiner Frequenz zusammenwirkt. Dein Körper erlaubt dir, die Frequenz, die dir gut tut, zu halten in jedem Moment. Entscheidest du dich also aus der Göttlichkeit heraus für diese Frequenz in ihrem gesamten Spektrum der Vielseitigkeit, so drückt sich diese Frequenz über deinen Körper auf eine Weise aus, dass dein Körper dir erlaubt, diese Frequenz zu halten. Es ist also nicht aus der höchsten Perspektive ein Mangel, eine Einschränkung. Es ist ein Zustand des Seins, der dir ermöglicht wird durch diese körperliche Beschaffenheit. Jede körperliche Beschaffenheit ist wandelbar. Hältst du jedoch den Fokus auf diese körperliche Beschaffenheit, ist Wandel langsam, um nicht zu sagen unmöglich. Der Fokus bewirkt, dass Dinge festgehalten werden in dem, wie sie sind. Der Fokus bewirkt, dass die Dinge, wie sie sind, die Information bekommen, dass sie bleiben sollen, wie sie sind. Es ist, als würdest du sie einrahmen, auf ein Podest stellen und unter die vollkommene Beobachtung von allem stellen. Vergleichbar mit einem Zustand des Freeze, Eingefrorenseins. Das, was als vollkommen gelabelt wird, wagt nicht, sich zu rühren. Das, was auf den Sockel gestellt wird, wagt nicht, sich zu verändern. Und so seht ihr, dass die Menschen Statuen erschaffen haben, um sie in ihrer Unveränderbarkeit zu feiern, um sie in ihrer einmal erschaffenen Vollkommenheit zu feiern. Stellst du also deinen gesundheitlichen Zustand, den Schwingungszustand deines Körpers, die Beschaffenheit deines Körpers eines Moments auf den Sockel, in den goldenen Rahmen, so hältst du an genau diesem Ausdruck deines Körpers fest, konservierst die Frequenz deines Seins, die sich durch deinen Körper ausdrückt. Es steht dir frei, jede Form von körperlichem Zustand auf bestmögliche Weise zu konservieren. Eine vollkommene Konservierung ist so natürlich nicht möglich. Und doch, der Fokus auf einen Zustand erhält diesen Zustand. Fokussierst du etwas, in dem du hältst, zerfällt dieses mit der Zeit. Nicht indem es sich lebendig wandelt, sondern indem es den Zustand nicht aufrecht erhalten kann. Denn die Teilchen aus ihrer natürlichen Schwingung, ihrem natürlichen sich immer wieder neu erschaffen, isoliert und herausgelöst, suchen den Zerfall, um sich neu zu erschaffen. Neusein ist auf verschiedene Weise möglich. Die natürliche Weise, mit der du geboren bist, ist die Weise
des ständigen Wandels. Moment für Moment erschafft sich dein Körper neu durch deine Frequenz. Dein Körper ist Ausdruck der Göttlichkeit. Und diese Göttlichkeit ist immer präsent, in jedem Moment. Dein Körper erschafft sich Moment für Moment neu. Dein Fokus auf die Beschaffenheit deines Körpers erschafft immer wieder neu, was war. Der Zerfall des Körpers ist das, was der Verstand am leichtesten greifen kann, was er zulassen kann. Es ist wie die Sandburg, die durch die Witterung immer mehr zerfällt. Hältst du nicht an dieser Sandburg fest, so kann sie durch das Spiel des Windes neue Formen annehmen, kann sich formen aus sich selbst heraus, aus der Spielfreude des Sandes, nicht einmal offensichtlich durch äußere Umstände geformt. Und so verhält es sich mit deinem Körper. Dein Körper ist ein vollkommenes Instrument für das, was du als Einladung fühlst, erleben zu können, zu wollen, zu dürfen, was dir am besten tut. Kannst du also zum Beispiel eine physische Einschränkung als vollkommene Unterstützung deines Zustandes, deines Seins, deines Lichts annehmen, so befindet sich hier das Heben eines Schatzes. Du hebst den Schatz dieser Erfahrung und bist reicher um diese Erfahrung, hast deinen Erfahrungsschatz bereichert. Wir wissen, dass dies eine nicht gar so leichte Übung für jeden von euch ist. Und doch, mit jeder Annahme eines geistigen, emotionalen oder physischen Zustands, die Tiefe, die Reife, die Lebenserfahrung, die Göttlichkeitsreinheit, klarer, stärker und größer wird. Wir wissen, dass viele Zustände, insbesondere physische Zustände, von der Umwelt so sehr betrachtet und bewertet werden. Wir wissen, dass dies die Herausforderung mit sich bringt, diesen Zustand doch so schnell wie möglich loswerden zu wollen, um den anderen gegenüber wieder flexibel, wieder gesund, wieder normal, wieder auf eine Weise zu sein, wie sie berechenbar ist für die anderen. Wir möchten dir hier deine innere Erlaubnis freilegen, die dich so sein lässt, wie du bist, die dich erlauben lässt, anders zu sein, als noch gerade, als noch gestern, als morgen, als im nächsten Moment. Rücksicht zu nehmen auf das Hier und Jetzt, deinen Körper, das, was du brauchst. Weißt du, dass dein Körper auf vollkommene Weise für dich sorgt, so kannst du dankbar annehmen, was er dir ermöglicht. Es mögen andere Erfahrungen sein als die, die du erwartet hast, andere Erfahrungen als die, die du visualisiert und vor Augen hattest. Lässt du dich auf diese anderen Erfahrungen ein, so sind es tiefere Erfahrungen als jene, die du dir hättest ausmalen können, reichere Erfahrungen als jene, die du dir hättest vorstellen können, wertvollere Erfahrungen als die noch so wertvollsten Erfahrungen, die du dir hättest zugestanden. Dein Körper sorgt für dich, so wie alles, was du erlebst, für dich sorgt, für die Vollkommenheit deines Seins sorgt
dafür sorgt, dass du diese Vollkommenheit erkennst, sie nicht knüpfst an einen Ausdruck, der du bist, nicht knüpfst an das, wie du dich fühlst, wie du aussiehst, wie dein Körper sich ausdrückt, sie nicht knüpfst an irgendeinen Ausdruck, an irgendeine Erfahrung. Sie weißt als das, was du bist. Und wir schließen unsere oh so hohe Konversation in reinem Schwingungssein mit euch, mit den Worten, die wir dir, euch geben für das gegenseitige Erkennen. Ich liebe mich in allem, was ich bin. Ich erkenne mich in allem, was ich bin. Ich liebe dich in allem, was du bist. Ich erkenne dich in allem, was du bist. Ich liebe mich in dir. Ich liebe dich in mir. Ich liebe, denn Liebe ist alles, was ist. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.